zweimal eine Fehldiagnose, Lymphdrüsenkrebs und Palliativstation. All die 3 Sachen zusammen verbindet Sarah. Ich habe heute für dich hier Sarah. Sarah hat Lymphdrüsenkrebs und an dieser Stelle herzlich willkommen zu einer weiteren Folge KLOW. Hey du! Ich habe Sarah heute eingeladen, weil ich wollte wissen, wie läuft das so ab, wenn man ja den Krebs besiegt hat, geht es ja nachher noch weiter. Ich habe nicht gewusst, dass man immer an einen Untersuch nachher noch muss und so. Der Melvin hat ja uns von dem auch schon berichtet gehabt, dass man immer wieder in einen Untersuch gehen muss. Er ist da aber noch nicht so fest drin. Darum habe ich gefunden, hey, ich suche doch mal jemanden oder höre mal, ob ich jemanden finde, der genau das hat. Und da ist Sarah ein Spiel von. Und bevor ich jetzt wieder zu Tod labere, hören wir doch gerade mal am besten rein, was Sarah zu erzählen hat. So, hallo miteinander. Ich bin Sarah ohne H. Wie der Maui schon gesehen hat, habe ich Lymphdrüsenkrebs gehabt, lieber Maui. Es ist Gott sei Dank vorbei. Ich war 26, als ich die Diagnose gekriegt habe. Ich bin mittlerweile 27 und arbeite auf der Palliativstation als Krankenschwester. Warum ich heute da bin? Ich möchte einfach kurz der Gesellschaft erzählen, wie das Leben nach dem Krebs ist, mit was wir zum Struggeln haben und dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Hey du! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Ich bin selber noch voll geflasht. Danke vielmals, Sarah, bist du heute da bei uns. Ihr seht alles neu. Ihr seht es wahrscheinlich auch schon in der Qualität. Wir haben Netflix-Niveau jetzt. Ich flippe aus. 18'000 Abos. Ich flippe aus. Es ist mega viel passiert in der letzten Zeit. Wir haben heute den 1. Juni, 1.6.2025. Wenn alles klappt, kommt diese Folge heute in 2 Wochen raus. Sprich, wenn ich rechnen kann, 14 plus 1, 15. Juni, genau. Aber stay tuned. Ich will gar nicht lange wieder rumlabern. Und wir gehen gerade rein. Sarah hat mich vorher gerade korrigiert. Hey, nein, peinlich. Sie hat Lymphdrüsenkrebs. Magst du das nochmal erzählen? Also, wie muss ich mir da vorstellen? Das Blut wird dicker oder was ist das genau? Nein, es ist so, dass bei Lymphdrüsenkrebs, also jeder Mensch hat ja einen Blutkreislauf und einen Lymphkreislauf. Lymphe sind da fürs Immunsystem. Die weißen Blut. Genau, die weißen. Hoho. Hey, stark. Ganz vergessen, wenn du irgendeine Message direkt an unseren Leuten sagen willst, das ist deine Cam dort, da sind wir beide drauf und das ist meine. Entschuldigung, ich übergebe das Wort. Da geht es halt um die Immunabwehr, oder? Und bei meinem Fall, ich hatte das Hodgkin-Lymphom, da geht es wirklich um die weißen Blutkörper. Und ja, was soll ich dir da sagen? Ist denn, also für dich ist wie... Leute, ich bin voll durch den Wind, ich sage euch. Das Zeug, das flasht mir richtig. Kommen wir mal wieder zurück, Entschuldigung. Du hast damals mal Diagnose bekommen, also zuerst eine Fehldiagnose, nachher nochmal eine. Genau. Und wo nachher die endgültige Diagnose kam, ist Lymphdrüsenkrebs. Wie ist das? Hast du das dort gerade gewusst, was das ist? Ist das tödlich? Aber scheinbar nicht, sonst wärst du jetzt nicht da. Genau. Wie war das bei dir? Ich muss sagen, durch das, dass ich... In erster Linie war es für mich eine Erleichterung zu wissen, was ist wirklich los mit mir, weil ich innerlich schon gespürt habe, es stimmt was nicht. Und wie hat sich das geäussert, dass es stimmt etwas nicht? Das innere Gefühl, ich kann es dir gar nicht beschreiben. Wenn Leute sagen, sie haben so eine innere Stimme, die ihnen etwas sagt, dann ist es so. Okay. Und ich wollte es halt nicht manifestieren in meinem Ja. Weil ich es schon davor gewusst habe. Es hat sich wirklich so Anfang Jahr schon entwickelt, dass ich da einen Knoten am Hals habe. Okay. Ja. Und man denkt dann, okay, don't worry, ich bin ja Krankenschwester. Ich weiß, wie das ist, wenn so 2-3 Wochen ein bisschen angeschwollene Lymphe sind, dann ist das vollkommen normal, das kann passieren, dein Immunsystem arbeitet ja. Und dann ist das nicht weggegangen. Und dann haben wir gedacht, okay, scheiße, beobachtet's. Und es war eigentlich für mich nie irgendwas, wo ich sage, okay, jetzt muss ich zum Arzt. Okay. Ja. Und das hat sich dann über die Monate
entwickelt, würde ich jetzt mal sagen, die Symptome. Aber die habe ich halt nicht ernst genommen, weil es für mich immer Ausrede gegeben hat. Und ja, dann bin ich halt von einem Arzt zum anderen und irgendwie immer mit der Aussage abgespeist worden, ja, es ist nichts, Sie sind eh noch zu jung, das ist normal. Ah, okay. Typische Aussage, Sie sind zu jung für Krebs. Boah, krass. Alter, Leute, es kennt kein Alter. Und ja, dann, wo ich wirklich die finale Diagnose gekriegt habe, und es ist das, war es für mich eher aufatmen, weil ich endlich gewusst habe, ich bin nicht dumm. Irgendwas stimmt mit mir nicht, habe ich mir halt gedacht, oder? So, ja, das war es eigentlich, wo ich sage, okay, passt. Und ja. Und bist du denn nicht schockiert gsi oder so geflasht gsi, weil eben, also ich verbinde Krebs immer direkt grad mit Tod. Nein, voll. Ist das bei dir gar nicht so gsi? Gar nicht. Nein. Und wie bist du nachher an? Also bist du nachher grad so, «Jo, Chemo, gehen wir rein?» Und wie ist das? Ich bin grad selber ein bisschen, ich hätte so gedacht, so, ui, jetzt kommt wahrscheinlich Maui, ernst bleiben jetzt. Jetzt kommt so, ja, und dann bin ich voll in der Trauer gsi und musste das zuerst verarbeiten. Und jetzt höre ich da von dir so, ja, ich bin froh gsi, jetzt weiss ich, was ich habe. Nein, ich hatte noch gar keine Zeit. Er hat zu mir gesagt, okay, du hast Krebs, morgen am 8. Uhr am Morgen bist du im okay. Spital und es geht los, Chemotherapie. Okay, ja. Und ich war so, wow, Ja. ich will keine Chemo. Aha, okay, ja. Und dann also, wie du willst keine Chemo? Dann sage ich so, ja, grundsätzlich, sorry für alle Leute, die in der Schulmedizin tätig sind. Ich bin auch Krankenschwester, aber ich wollte halt keine Chemo, weil ich weiß, was das mit einem Menschen macht. Da würde ich ganz schnell anhaken. Was macht es denn so, die üblichen Sachen? Was macht denn das mit einem Menschen? Jetzt gerade für die jüngere Hörer, die nicht wissen. Es verändert die als Mensch, es verändert den Körper, die ganzen Nebenwirkungen. Ich arbeite ganz viel mit Krebspatienten und ich kriege das ja mit, oder? Ja. Und ich bin halt ein Fan von Komplementärmedizin, also alternativ. Ja. Nicht nur, ich finde es halt super ergänzend zur Schulmedizin. Ich bin jetzt nicht ein Mensch, der wirklich nur in eine Richtung schaut, sondern schon ein Okay. Ja. Ja. Und ich war halt so im ersten Moment so, na, das geht schon, auch ohne. Krass. Dann hat er gesagt, ja, ich verstand jetzt die Frage nicht oder die Aussage, ich will keine Chemo. Und ich so, ja, gibt es nicht etwas anderes auch noch? Dann also, Frau Czafkic, Entschuldigung, aber vor allem, ich hatte einen ganz heiklen Tumor. Ich hatte es an mehreren Stellen, unter anderem eben hier beim Schlüsselbein. Ja. Und er war halt schon so groß, dass er auf die Aorta, auf die Hauptschlagader ui. gedrückt hat. Ja. Und auf meine Speiseröhre. Und ich habe das halt gemerkt davor. Und er hat dann gesagt, ja, du hast halt ein paar Optionen jetzt übrig. Dann habe ich gesagt, okay, was? Also ja, wenn du nichts machst, dann stirbst du. Ja. Kannst du halt jetzt aussuchen, Schlaganfall, Herzinfarkt, Folgen vom Krebs. Ist aber, glaube ich, nicht so sinnvoll, wenn du jetzt keine Chemo machst. Dann war ich so, ja, okay, wie soll ich jetzt mit 26 von meinen Eltern anstehen und sagen, hey, ich habe Krebs, aber ich will keine Chemo. Krass. Ich kann es mir null vorstellen. Ich habe das selber nicht gehabt. Ich habe nicht mal gewusst, dass es, wie du jetzt vorher gesagt hast, Alternativmöglichkeiten sogar gibt oder mir nachfragen kann. Für mich ist immer wie logisch, wenn man Krebs hat, muss man Chemo machen. Muss auch. Es gibt halt okay. dir, oder? Ja. Wie soll ich sagen, wie nennen sich dir nochmal die Verschwörungstheoretiker? Aha, ja. Wollt immer wieder Die Schwabler, ja. Theorien aufstellen und so. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ja. Und dann Ja. bist du also am nächsten Tag bist du dorthin. Lach mich aus, wenn du willst. Wie stelle ich, also lässt da nackt ausziehen, Brille anlegen und dann musst du auf den Tisch liegen und nachher kommen die mit so einem Strahler einmal über den Körper. Wie läuft das ab? Bestrahlung, okay. Ich hatte jetzt Chemotherapie, hochdosiert, also eine der stärksten Chemos. Und bei mir war es so, du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst dir jetzt so ein kleines Gerät einpflanzen lassen, das nennt sich Port. Das tust du unter der Haut implantieren, meistens auf der linken oder rechten Seite. Dann geht es direkt in den Blutkreislauf. Du hast ein Pickline. Das ist auch so ein System, wo du dir unter die Haut rein tun kannst, über die du dann die Chemo verabreichst. Aber bei mir hat man es direkt über die Vene gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir probieren es jetzt auf normalem Wege, ohne OP, weil man halt keine Zeit haben, oder? Ah, ja, also auch Zeitfaktor. Ja. 5:12, wir müssen jetzt los, weil das wächst stetig. Okay. Ist okay. Und ja, Sachen packt das Spital 3 Stockwerke über mir, wo ich am Arbeiten bin.
habe ich meine erste Boah, im Chemo. gleichen Arbeitsort. Ja, voll. Und dann ist es losgegangen. Und dann hat mich halt genau eine betreut, wo Springerin ist. Springerin ist, wenn Leute auf mehreren Stationen aushelfen, oder? Und sie hat mit mir gearbeitet auf der Palliativabteilung und sie hat mich an dem Tag betreut. Und sie war so. Zum ersten Mal hat sie dann so mit... Ui. Ich so, hi. Ja. Wie war das für dich dort so? Hast du dich ein bisschen, sind da Schamgefühle rum oder peinlich? Wie war das bei dir? Nein, es war eher so, sie ist dann halt mit lauter Papierkram hergekommen und du musst ja Aufnahmegespräche machen, du musst verschiedene Assessments machen, so Skalen und so Sachen. Und ich habe ihr dann gesagt, hey, so kannst du alles bei mir lassen, ich tue es selber ausfüllen. Weißt du? Ich weiß, du hast einen Stress, geh zu den anderen Patienten. Mega lieb von dir. Aber sie war dann so, hey, du bist jetzt nicht mehr die Pflegende. Du bist jetzt nicht Krankenschwester, du bist jetzt Patientin. Und du wirst von mir auch genau so behandelt wie jeder andere Patient da. Du kriegst deine Aufklärung, ich bin da, ich bin für Fragen da. Du musst nicht selber ausfüllen. Und ich war so, okay. Du bist immer noch im Machermodus drin. So im Ich war so, komm, gib mir die ganze Sache, Ja. ich leg mir die Leitung selber und so. Diese Sarah, okay, entspann dich jetzt mal. Ja. Ja, voll. Also vor Scham war jetzt da nichts. Es war eher so ein Dankbarkeitsgefühl, dass ich gut aufgenommen worden bin, dass ich wirklich auch als Patientin angesehen worden bin und nicht als Kollegin, als mitarbeitende Kollegin. Ja, voll. Und dann bist du eben direkt in die Vene. Also ich stelle es mir so vor, du wirst da angehängt an eine Maschine, die dir Chemie pumpt. Ja, ein Beutel nach dem anderen. Und wie fühlt sich das, eben die Symptome, wie fühlt sich das denn an? Wird man brutal müde oder brennt das? Oder? Also zum einen muss man sagen, dass jeder Körper individuell ist. Ich kann wirklich nur von mir ausreden. Ja. Jeder verträgt es anders. Ich bin jetzt da darauf anspielen, auf die Frage von vorher, eben so die typischen Symptome. Von dem, was du eben am Anfang so gesagt hast, so, wow, man kennt die üblichen Sachen und so. Was ist das jetzt so, das übliche Übelkeit. Zeug? Übelkeit, ja. Erbrechen, Haarausfall, Schmerzen und halt ein hohes Infektionsrisiko. Sprich, dein Immunsystem ist ein kompletter Shutdown. Du kommst dann in so eine Phase nach der Chemo rein, wo deine Blutkörperchen dann so gut wie keine mehr da sind und dann du sehr anfällig bist für also halt, dass du krank wirst. Und das kann dich dann schlussendlich aber auch das Leben kosten. Also nicht nur okay. immer nur an sich der Krebs, sondern wenn du jetzt während der Chemotherapie in deinem Zelltief, nennt sich das, wenn du im Zelltief bist, solltest du dich eigentlich auch isolieren. Also weil du eben keine weißen Blutkörperchen hast, die dich schützen, ja, das ist weg. Okay. Und wenn du dann ansteckst, dann ist es gefährlich. Dann ist es echt gefährlich. Dann musst du, es gibt halt verschiedene Maßnahmen, die du machen musst. Du musst ab 38 Grad direkt ins Spital gehen, was ich auch nicht gerade immer eingehalten habe. Aber ja, nicht nachmachen. Ja. Ja, es sind immer andere Symptome, muss ich da ehrlich sagen. Von Chemozyklus zu Chemozyklus, Verstopfungen, Durchfall, Entschuldigung, 18 bis 20 Mal am Tag hockst du auf dieser Schüssel da oben und du hast das Gefühl, es hört nicht mehr auf. Und eben, du hast es glaube auch vorher schon erwähnt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe es mit meinem Spick da im Intro erwähnt. Du kannst es wahrscheinlich schneller sagen wie ich. Palliativstation. Ja, genau. Dort sind alles Leute, ich habe ein Research gemacht. Dort sind alles Leute, die eben kurz vor dem Sterben sind oder sehr, sehr grobe Sachen haben. Habe ich das so richtig gesagt? Wahrscheinlich nicht. Ein Teil schon. Ja. Also palliativ bedeutet nicht immer sterben. Okay, ja. Das ist noch ganz wichtig zu sagen. Viele Leute verbinden gleich, oh mein Gott, wenn ich daher komme, ich stirb. Das stimmt nicht. Okay, ja. Man darf bei uns sterben, aber es ist auch für manche eine Zwischenstation. Wir behandeln Leute mit einfach einer unheilbaren Krankheit und schauen, dass die Lebensqualität verbessert wird. Und nicht heilig im Vordergrund steht. sondern Okay. wirklich Lebensqualität. Ja. Meistens Schmerzen und verschiedene Ja. Symptome. Sprich, man kann bei uns so wieder heimgehen. Es ist jetzt nicht, du kommst und du stirbst. Okay, ja. Aha. Aber ja, Und wie war das für dich? Jetzt bist du noch eben dort, jetzt hast du die erste Chemo hinter dir gehabt. Sonst siehst du es ja immer von der Seite, du bist am Arbeiten da. Ja. Und jetzt bist du mal selber ein Teil von diesen Betroffenen gewesen. Wie ist die Stimmung dort? Merkt man dort drin, dort sind alles Leute, die voll im Loch sind, im Boden?
Elend pur? Oder merkt man nicht, es sind auch lebensfrohe Leute, die, hey, ich kann das schaffen, ich komme da raus. Wie ist das so? Ich kann es dir nicht beantworten, weil ich ein Einzelzimmer, wir haben ein Einzelzimmer. Ah, Ja. okay. Und ich hatte mit denen draussen eigentlich gar keinen Kontakt gehabt, weil es mir so schlecht gegangen ist, dass ich selber nicht einmal aus dem Bett hauen konnte. Krass. Und deswegen kann ich davon jetzt nicht viel sagen. Okay. Und der ganze Prozess durch, also wie lange bist du, wie viele Beutel hast du dir da reingehauen? Wie lang, wie viel Mal geht man da? Geht man da jeden Tag oder? Nachher, ich hatte ein halbes Jahr intensive Ein halbes Chemo Jahr. gehabt, ja. Und es gibt verschiedene Zyklen. Und ich hatte jetzt zum Beispiel 4 Zyklen gehabt. Und ein Zyklus ist 5 Tage nacheinander gegangen. Und dann hast du eine Pause von 3 Wochen und dann geht es wieder los. Und es ist jetzt nicht nur ein Beutel, wo du kriegst. Ich habe jetzt am Tag 5 oder 6 sind's gsi, mit verschiedenen Chemos. Chemo ist so ein Überbegriff, ja. Ja. Und ja, volles Gamma. Cortison, Chemo. Ja. Und nachher, jetzt, wenn ich richtig zugelassen habe, ein halbes Jahr ist das Ganze gegangen. Und wie ist denn das, kann ich es mir vorstellen, wie ein Handy-Akku, wenn die Chemo anfängt, hat man da 100% und die Energie geht immer mehr ab und irgendwann ist man einfach von, hey, habe ich es jetzt geschafft oder stirbe ich oder wie ist das so? Wie hast du dich gefühlt, wo nachher oder magst du dich noch genau erinnern an den Tag, wo nachher die Besprechung kam, wo es gesagt wurde, hey, er ist weg? Magst du dich an das noch erinnern? Und wie hat sich das angefühlt vom Energielevel? In der Zeit, wo du Chemo hast, du funktionierst einfach nur. Du hast wirklich gar keine Gedanken, wie schaffe ich das oder schaffe ich das. Also, wie gesagt, so Hobby. Du gehst von einem Termin zum anderen. Und dann, wo das alles fertig war, sind halt, dein Umfeld ist so glücklich gewesen, dass alles gut überstanden hast. Aber ich muss ehrlich sagen, in mir war eine komplette Leere gewesen. Ich habe mich auf der einen Seite schon gefreut, dass das alles vorbei ist, um Gottes Willen definitiv. Und dass ich es so geschafft habe. Aber es ist so wie, du hast einen Berg erklommen, du bist oben und du bist aber so fertig von dieser ganzen Wanderung, dass du zuerst einmal die anlegen musst und das alles mal realisieren musst, was du hinter dir gebracht hast. Und bei mir ist dann eigentlich alles sehr schnell bergab gegangen. Es war eine Freude, ja, aber es war auch eine komplette Leere und so ein Schuldgefühl, dass ich mich nicht so freuen kann wie der Rest, weil ich mir denke, hey, ich müsste jetzt eigentlich Luftsprünge machen, aber ich war so kaputt, körperlich, psychisch, dass ich mich gar nicht so freuen konnte. Und was sind da denn für Symptome jetzt bei dir nach dem Krebs ist jetzt weg und was sind deine, das klingt mega blöd, was sind deine Schäden gewesen, die du jetzt von dem mitgenommen hast, von dieser Chemo? Bei mir ist jetzt auch, sorry. Schon gut, schon gut. Ich habe da noch ein Wort rausgesucht von meinem Research. Mal schauen, ob das stimmt. Wie heisst es? Mit F von, nicht Fondue. Wie heisst es, du weißt es? Fatigue-Syndrom. Genau, danke vielmals. Ja, das war der Bonus, den ich oben noch kriege. Der Bonus noch oben drauf. Magst du unseren Leuten erzählen, was das genau ist? Ja, Fatigue-Syndrom ist eigentlich so ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Viele Patienten haben das schon während der Chemo und bei einigen hebt es dann auch danach noch an. Du kannst es nicht wegschlafen. Du fühlst dich konstant tot. Ja. Und es nutzt kaum etwas. Also, viele vergleichen das wie mit einem Handy-Akku, wo wir schon geredet haben. Du stehst am Morgen schon auf mit 20%. Also, du hast gar keine Energie. Und es umfasst nicht nur deine körperliche Energie, sondern auch deine Kognition, also den Kopf. Dein Denken, deine Konzentration beeinflusst, Wortfindungsstörungen, deine Psyche halt irgendwann auch, weil du willst, aber du kannst einfach nicht. Dein Körper streikt komplett. Krass. Und ich war davor so ein Mensch, ich habe so 35 Sachen am Tag gemacht, überhaupt kein Problem. Und ich gehe nur dort hin und das mache ich noch. Und mir waren 2 Sachen am Tag schon zu viel. Und ich war dann so scheiße. Und ich habe am Anfang nicht gewusst, was ist das, oder? Halt, shame on me. Aber ich habe gedacht, das geht schon.
Und dein Umfeld ist auch so, hey, was ist los? Du hast ja jetzt den Krebs besiegt, come on, oder? Raff dich ein bisschen auf. So, halt nicht böse gesehen, aber die wissen es halt auch nicht besser. Ja, ja. Du musst halt Sport machen, du musst jetzt aus dem Bett raus, komm, zwing dich, komm mal, raff dich auf. Und dann haben wir gedacht, ja, stimmt, komm, let's go. Bin ich joggen gsi, ich bin boxen gsi, ich Sport gemacht, ich hatte wieder 1000 Sachen im Kopf gehabt, wo ich halt während dem Krebs nicht machen konnte und ich will das jetzt nachholen und alles wieder in mich hineinsaugen. Und dann hat es einen kompletten Crash gemacht. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, ich bin am Morgen nicht aus dem Bett gekommen bis zum Mittag. Ich habe vom Denken einfach komplette Störungen gehabt, dass ich mir denke, ich rede und auf einmal macht es nur so piep. Weißt du nicht mehr, was sagen? Oder? Nein, Ja. ich habe nicht mehr gewusst, was will ich sagen. Oder ich vergiss mega viel, leider immer noch. Und das sind alles so Sachen, wo wirklich, das kannst du bei dir selber beobachten, das ist wirklich erst nachdem du jetzt, kann man jetzt sagen, krebsfrei, nach krebsfrei, haben wir gelernt, ist man erst ab 5 Jahren. Genau. 5 Jahre, genau. Ja, voll. Und das sind so die, ich sage jetzt mal, so die innerlichen Nebenwirkungen, die nur du an dir merkst, aber eben das Umfeld sieht ja das nicht. Sie sehen ja nicht, wie dein Energielevel ist. Ja, und was sind so äußerliche Sachen, die es bei dir gegeben hat? Ich habe auch immer in Verbindung, ja, wenn man Krebs hatte, ich habe immer nur gedacht, es gibt nur die Strahltherapie. Und das heisst, man hat nachher keine Haare mehr, Haarausfall. Ja, ist das bei dir auch oder nicht? Ja, also ich habe direkt nach dem ersten Zyklus, 2 Wochen später, komplett weg. Haar. Krass. Ja, das ist echt schnell gegangen. Und ich sage so zu ihr, bist du sicher, dass ich meine Haare verliere? Weil ich habe schon stark Haar, aber ja. keine Wurzeln. Und dann hat sie halt gesagt, sie so, Sarah, ja, es ist eine der stärksten Chemos. Es ist garantiert, dass du keine Haare auf dem Kopf hast. Und die fallen einfach raus. Ja, und die kommen nicht mehr. Mal, um Gottes Willen. Ich habe wirklich... Darum bin ich froh, bist du da. Ich bin am Lernen, wirklich. Es fällt langsam aus. Also so, zuerst ein paar Strähnen, dann fährst du einmal durch und dann hast du Strähnen in den Haaren. Dann stehst du einmal auf am Morgen und dann liegen Haare auf dem Küssi. Und dann bist du duschen gegangen, hast Haare gewäscht und ich habe schon gemerkt, boah, Chaos. Ich tue halt meine Haare so abtrocknen und ich sehe im Handtuch mega viel Haar. Ich so, okay, scheiße, was mache ich jetzt? Und was ich nicht gewusst habe, zum Schluss verfilzen sich deine Haare auch voll. Ah, okay. Ja, also ich habe sie dann partienweise abgeschnitten, Ah, ja. weil ich habe halt schon lange Haare. Ja. Und ich war so, meine Haare sind so wichtig für mich. Ja, kann ich mir vorstellen. Oh mein Gott. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich preparen für den Moment, wenn ich halt den Britney Spears Move mache. Ja. Ja. Und dann irgendwann aber haben auch die Haarwurzeln angefangen mega zum wehtun. Und dann hatte ich schon die Haare circa so gehabt. Und dann hat es auch angefangen eben filzen. Dann habe ich sie auch nicht mehr kämmen können, weil ich dann halt kompletten Busch in der Haare hatte. Busch in der Haare? Ja. Ja. Halt Haarbüschel in der Hand. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist fertig. Ja, weil ich habe sie nur noch 10 Bunden gedreht und dann habe ich auch schon kahle Stellen da vorne gehabt. Und es hat wehtun. Ich habe nicht gewusst, dass Haaransätze wehtun können. Und dann habe ich gesagt, okay, weg. Und meine Tante hat eben einen Friseurladen und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt am Abend, wenn keiner da ist, machen wir es. Eine Glatze. Ja, voll. Und am Anfang haben wir gedacht, es wird voll emotional und ich will voll heulen und so. Davor, bevor ich es gemacht habe, habe ich schon geheult, wo ich alleine war. Und dann sind wir zu ihr ins Geschäft gegangen, bei meinem Bruder, meine Schwägerin, Mama, Papa. Und dann hat sie halt voll vorsichtig immer noch ein bisschen abgeschnitten und ich war so ungeduldig. Mach's weg! Dann sie so, nein, ich kann nicht gleich alles wegtun. Und dann sage ich so, wohl, mach jetzt! Und dann hat sie halt unten angefangen. Und dann haben wir gedacht, okay. Ich so, gib mir die Maschine. Bist du sicher? Ich so, ja. Und dann habe ich halt so angesetzt. Ja. Ich schwöre, wie Britney Spears. Und wo? Zack, weggemacht. Und so, ja, habe ich das dann weggemacht, habe gelacht. Alle rundherum haben mich geweint und mich haben gelacht. Ja, alle im Frühling. Halt so, oder? Und ich bin dort und dann haben wir das halt so gerichtet. Das waren nicht 0 mm, das waren so 4, 5. So. Ja. Aber sieht man so Löcher? Hat man das gesehen? Danach, ja. Danach hat es dann angefangen. Okay. Voll.
Und dann haben alle so gesagt, oha, du hast voll die schöne Kopfform. Ich sage, ja, danke, wenigstens etwas. Gleich das Positive rausgeschrieben. Und ich muss sagen, es war für mich gar nicht so schlimm, wo ich mich so gesehen habe. Und ich habe gedacht, oh Gott, vor allem, wir haben so ein rundes Gesicht. Und dann haben wir gedacht, Scheiße, das sieht ausschauen wie so Fußballkopf. Und dann waren alle so, oh wow, du schaust echt gut aus. Dann habe ich gesagt, danke. Und dann mit der Zeit hat dann das so angefangen mit einer Löcher. Und dann mehr ausfallen, dass ich wirklich... Also ich habe nur so machen können, bevor man sie abgeschoren hat. Und es sind komplette Strähnen in der Hand. Und ich war so, okay, flashig. Ja. Und dann hast du nachher dich dazu entschieden, eben, man sieht ja jetzt in dem Fall eine Perücke einfach jetzt zu haben. Oder wie läuft das? Hast du auch längere Zeit einfach keine Haare? Also, Ja, ein Tücher trägt. Also Tücher? ganz Okay. viel Tücher, weil die Perücke ist noch recht... Die Kopfhaut ist sehr sensibel. Okay. Und es hat mir wehgetan zum Perückenträger. Und ich musste mich langsam quasi antasten müssen, das Perückenleib. Ja. Und dann habe ich Tücher trägt. Ja. Viel Tücher. Und nur wenn ich rausgegangen bin, weil das war ja nur so ein kleines Secret, das hat wirklich eigentlich keiner gewusst, dass ich Krebs habe. okay. Ja, wir haben das noch sehr geheim gehalten. Und wenn ich dann rausgegangen bin, habe ich dann versucht, so normal wie möglich zu wirken, ob ich eine Perücke aufzutun. Ich versucht zum Schminken, so viel es geht, Fake-Wimpern gekauft. Zum halt so gesund wie es geht ausschauen, dass es halt wirklich keiner checkt, oder? Und ja, dann irgendwann ist es dann auch gegangen, du gewöhnst dich mit der Zeit an das. Und dann, ja. Ist denn dort in dieser Zeit, jetzt gerade eben Balkan, dann hast du Kopftücher viel angehabt, sind da viele Sprüche einmal gekommen und so, oder gar nicht? Ich habe den Rassismus brutal gespürt, wenn ich rausgegangen bin und die Blicke getroffen habe. Und ich habe jetzt nicht so typisch Hijab-mäßig, also so Ja, klar, ja, einfach wahrscheinlich so, ja. Tücher, Turbans und so, ich habe sie dann immer da oben gebunden. Ja. Und die Leute haben angefangen mit mir gebrochen zu reden, Deutsch. Halt voll, oder so Abstand zu Ja. mir. Und ich habe es auch danach noch gemerkt, auch im Zug, wo ich dann einmal gesessen bin, rundherum war alles voll gewesen. Es hat sich keiner mehr mit mir angeguckt. Und ich war so, okay, dann halt mehr Platz für mich. Ja. Und halt, ja, dort habe ich schon gemerkt, wie die Leute anders behandeln, ja. Und ich war so, ich habe nur Krebs, nur Krebs. Ja. Spar nicht einmal. Ja. Krass. Hey, Und viele Leute haben noch gemeint, die haben mich bedeckt. Lustig. Ja. jetzt komme ich nicht ganz aus Wirbel. Dass ich mich aus religiösen Gründen bedeckt Ja. Das ist einmal... Ich habe selber einmal auch so Kopfteiltücher an. Weil ich meine Haare so schimmer waschen muss mit dem ganzen Stab, gerade wenn ich in Kenia bin. Darum, das hat mir jetzt gerade noch Wunder genug gehabt. Die Frage ist nicht da gestanden. Aber ich sehe, die Zeit ist im Fall gerannt. Sarah, ich wollte eigentlich mit dir noch wollen, wir können es probieren, aber ich glaube, das führt zu einem Teil 2. Wenn du keinen Teil 2 willst, schreib bitte mal unten in die Kommentare, Maui, die soll nicht mehr kommen. Schreib es bitte mal unten rein. Mich würde so mega wundern, Thema Arbeiten. Du hast eben vorher gesagt, du bist selber Krankenschwester gewesen. Genau. Wie ist das? Bist du jetzt, seit Chemo fertig ist, du bist da ins Loch wieder langsam rausgekommen, so jetzt wieder 100% arbeiten? Oder wie sieht es dort aus? Es tut mir, ich würde dir jetzt schon sagen, Sarah, ich werde dich abklemmen, weil die Zeit ist uns am Abbrennen. Das ist schon gut. Aber ich übergebe das Wort wieder kurz. dir. Ja. Ich bin in einem Arbeitsversuch, wo man wirklich versucht, Schritt für Schritt wieder zurück ins Arbeitsleben zu kommen. Ja. Wir mussten das jetzt aber müssen abbrechen und das Arbeitsverhältnis auflösen, weil es einfach körperlich momentan nicht geht. Ja. Es ist, die Fatigue ist echt unberechenbar, auch wenn man es mir körperlich nicht ansieht. Aber wir kämpfen einfach immer noch stark mit so Sachen. Und die haben gesagt, okay, dann Sommer gebe ich mir noch Zeit, mache noch weiter mit gewissen Therapien und versuche halt das Beste, um wieder zurückzukommen. Cool. Aber mega schön bist du dran, mega cool. Ja. Und dann würde ich einfach wirklich... Hey, ich bin so viel Eindrücke. Mega starke Frau, Sarah. Wirklich, ich bin wirklich baff. Ich bin mega baff. Was du für einen Rucksack mitbringst mit deinen 26, krass. Wirklich krass. 27. Ui, Entschuldigung. Hey, deine letzten Worte, was würdest du Menschen mitgeben,
die jetzt morgen zum Doktor gehen und die Diagnose bekommen? Was würdest du denen mitgeben? Lass mich kurz überlegen. Alles gut, alles gut. Ja, sie sollen die Hoffnung nicht aufgeben, egal wie dramatisch und schlimm es ist. Es gibt irgendwo immer einen Grund und einen Ausweg. Und umgebt euch mit positiven Leuten und Leuten, die euch unterstützen. Und ja, voll. Danke Sorry, viel mal. ja. Nein, alles gut. Mega schöne letzte Worte, Sarah. Hey, wenn du zum ersten Mal da bist, du siehst es unten, KLOW, konstant lernen und wachsen. Lass doch bitte halt abonnieren, Glocke aktivieren. Hätten wir mega Freude, unser Team. Wir sind mittlerweile auch vierköpfig schon. Eben jetzt haben wir unser eigenes Studio, unsere erste Aufnahme da mit der Sarah. Ich habe ultra mega Freude. Ich bin vielleicht ein bisschen nervös, vielleicht merkst du es an. Wenn nicht, check mal alle alten Videos ab, dann siehst du, wie ich sonst einmal so drauf bin. Aber ich würde sagen und behaupten, lass uns doch mal wissen, wie ihr so die erste Folge in unserem eigenen Studio hier wahrgenommen habt. Hätte mega Freude. Unser Team würde sich freuen über dein Feedback. Und dann würden wir sagen wir der Sarah nochmal Danke viel mal, bist du da gewesen. Wirklich mega eindrücklich für mich. Und dann würde ich sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Hau rein und Peace. Tschüss zusammen.